Machst du gar keinen Feierabend, Gabi? Ich bleib im Büro, Sabine. Ich gehe jetzt nur noch zum Schlafen nach Hause. Und was machst du noch hier? Also ich schlafe ja gar nicht mehr. Ich bin hier schon seit Montag. Sehr diszipliniert, Sabine, das lobe ich mir. Gerade jetzt, wo sich die Lisa das zu Hause mit einem Burnout gemütlich macht. Dass die auch keinen Ersatz für die einstellen? Bleibt mal wieder alles an uns hängen. Wie immer. Büroleute. Täglich übernehmen sie die Arbeit von vermeintlich kranken Kollegen. Unermüdlich arbeiten sie unbezahlte Überstunden bis in die Nacht. Und keiner dankt es ihnen. Büroleute sind die Helden der Arbeit, wo keiner mehr kann, da packen sie an. Büroleute, das sind Helden der Arbeit, die machen den Job allein. Macht ja sonst keiner. Sabine, was hast du mit der Pistole vor? Ich halte nicht mehr aus, Gabi. Das hier mit dem Büro jeden Tag, das ist doch alles scheiße. Aber immer noch besser als bei Netto an der Kasse, Sabine. Ja, das stimmt auch wieder. Jetzt hätte ich mich doch fast erschossen. Ja, hallo, was kann ich für Sie tun? Morgen, Gabi. Morgen, Sabine. Die Petra ist wohl immer noch krank. Als ob. Manche Leute sind halt einfach keine echte Arbeit gewöhnt. Dabei macht die doch eh nie was. Doch, Pause macht die. Die soll ja AIDS haben. Als ob die einer bumsen würde. Mein Mann hat sich übrigens gestern das Leben genommen. Mein Beileid. Du, sag mal, Gabi. Hast du schon mal von deinem eigenen Furzgeruch Hunger auf was bekommen, ohne genau zu wissen, worauf? Hack, Sabine. Du bist hungrig auf Hack. Ah. Gabi, denkst du manchmal über den Tod nach? Was ist eigentlich dein Scheißproblem, Sabine? Gabi? Guck dich mal um, Sabine, wo wir hier sind. Jeden Tag dieselben Wände, derselbe Teppich unter demselben beschissenen Licht und diese verkackten Schreibtische überall mit denselben hässlichen Gesichtern dahinter. Und dann das ewige Geklingel von diesen Drecks-Telefonen rund um die Uhr. Ich denke jeden Tag an den scheiß Tod, Sabine, wie er immer näher kommt, ohne dass ich es mitbekomme, weil hier einfach jeder Scheißtag gleich aussieht. Geht mir ähnlich, Gabi. Aber weißt du, was da helfen würde? Eine Gehaltserhöhung. Stimmt, Sabine. Eine Gehaltserhöhung wäre mal was Feines. Du Gabi, wo ist eigentlich Thomas? Beim Hose ausziehen umgefallen. Tot. Kopf aufgeschlagen. Der konnte sich noch nicht mal richtig die Hose ausziehen. Und das 10-Fingersystem hat er auch nicht beherrscht. Dabei ist das so einfach, das geht doch mit links. Ich war ja damals die Schnellste in meinem Kurs. Wie wär's mit einem kleinen Wettrennen, Sabine? Einmal die Brandschutzverordnung, Verlierer zahlt Mittag. Okay, auf 3. Und los! Yes! Das war knapp. Wow, das hat Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich noch trauriger als vorher. Ich weiß, Sabine. Ich auch. Sabine, nimm endlich ab. Nimm endlich ab, Sabine. Gabi, ich glaube, an mir ist eine Sängerin verloren gegangen. Um damit Geld zu verdienen, musst du aber gut aussehen. Also, ich finde mich sehr attraktiv. Bist halt ganz schön fett. Das ist ja wieder typisch. Wäre ich ein Mann, wäre das völlig okay. Für einen Mann wärst du zu dumm, Sabine. Als Frau zu fett, als Mann zu dumm. Die Welt ist wirklich ungerecht. Werd doch non-binär, da kannst du beides sein. Macht heute jeder. Das klingt gut. Dann bin ich das jetzt. Singst halt trotzdem scheiße. Gabi, mir reicht's. Ich kündige.
Ich gehe zum Arbeitsamt. Bist du jetzt auch zum Sozialschmarotzer, Sabine? Ich bin doch kein asozialer Gabi. Ich gehe da im Büro arbeiten. Hab gehört, die verdienen da auch nicht mehr als die ganzen faulen Parasiten, denen die das Geld hinwerfen. Wenn ich da anfange, weht ein anderer Wind. Dann hagelt's Maßnahmen und Abzüge. Existenzbedrohung, das ist schlau. Na, dann gibt's ja doch noch Hoffnung für Deutschland. Na gut, ich pack dann mal zusammen. Sabine, was flänzt du denn jetzt? Ich hab dir das nie erzählt, Gabi, aber mein Sohn ist ein Arbeitsloser. Oh Sabine, das ist ja dramatisch. Und? Wirst du ihn sanktionieren? Ich werde tun, was ich muss, Gabi. Ich werde tun, was ich muss. Gabi, ich bin wieder da. Morgen, Sabine. Ein Wunder, dass der Laden hier ohne mich noch nicht den Bach runtergegangen ist. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Mein Fikus, der ist ja komplett vertrocknet. Stimmt, hatte ich vergessen zu gießen. Aber das Scheißding war mir eh nie geheuer. Ah, und hier ist er ja, mein guter alter Arbeitsplatz. Gabi, was ist denn mit meinem Stuhl passiert? Gegen meinen getauscht, meiner war völlig ausgeleiert. Und sonst irgendwas Aufregendes passiert, während ich weg war? Nicht wirklich. Ach ja doch, Thomas ist tot. Ach nee, das weißt du ja schon. Da warst du ja noch hier. Ach, und die Druckerpatrone ist alle. Kommt aber morgen eine neue. Naja, jedenfalls schön wieder hier zu sein. Sag mal, könntest du mit dem Gequietsche aufhören? Das macht mich ganz nervös. Hier hat sich wirklich nichts verändert. Außer der toten Blume und dass du jetzt den beschissenen Stuhl hast. Morgen, Gabi. Tut mir leid für die Verspätung. Was war da denn los, Sabine? Sieht dir ja gar nicht ähnlich. Wenn die ganzen faulen Weiber hier nicht alle mit dem Auto kommen würden, hätte ich auch nicht so lange nach einem Parkplatz suchen müssen. Da ist doch einer direkt vorm Eingang. Der ist nur für Behinderte, Gabi. Hast du nicht Down-Syndrom, Sabine? Nein. Ah, okay. Ich dachte. Mein Fehler. Gabi, ich habe ja jetzt mit Sport angefangen. Pilates ist kein Sport, Sabine. Ach ja? Na dann schau mal hier. Meine neuen Muskeln. Du meine Güte, Sabine. Und das alles von 2-mal die Woche Pilates? Plus die richtige Ernährung und Steroide. Siehst jedenfalls richtig gefährlich aus. Aber pack mal die Hängemöpse wieder ein, das will ja keiner sehen. Bodyshaming ist illegal, Gabi. Und Schönheitsoperationen nicht, Sabine. Denk mal drüber nach, bevor du mich hier kriminalisierst. Da hast du auch wieder recht. Gegen so ein paar große, harte Titten hätte ich wirklich nichts einzuwenden. Frau muss den Männern schließlich zeigen, dass sie Bock hat. Die Deutschen sind ja bekanntlich sehr verklemmt. Und wer weiß, Sabine, vielleicht willst du dann doch noch was mit der Liebe. So ein bisschen MeToo zur Abwechslung würde mir ja schon reichen. Das hast du schön gesagt, Sabine. So ein bisschen MeToo könnte ich jetzt auch vertragen. Gib mir deine Seele, Gabi. Was ist denn mit deiner Stimme los, Sabine? Ich bin nicht Sabine. Mein Name ist Pazuzu. Ach, wie in dem Film, niedlich. Jetzt, wo ich deinen Namen weiß, musst du übrigens machen, was ich sage. Hä? Dämonenregel. Kannst du gerne nachlesen, Pazuzu. Aber erst nachdem du meine Unterlagen hier fertig gemacht hast. Ich mach dann schon mal Feierabend. Gabi, der Dämon ist schon wieder verschwunden. Genau wie ich, Sabine. Und danke nochmal, wa? Tschüss. Na, das ging ja nach hinten los. So ein Mist. Ich wollte ihre Seele sowieso nicht haben. Die Unterlagen kannst du schön selber machen. Ich hasse Büroarbeit. Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Gabi, ich glaube, ich bin schwanger. Treib's halt ab. Aber ich glaube doch an Jesus, Gabi. Abtreiben ist da nicht so gern gesehen. Sabine, wenn du willst, dass ich dich die Treppe runterschubse, dann sag's doch einfach. Wenn ich dich danach fragen würde, dann merkt das Jesus doch. Der ist ja nicht blöd. Na gut, Sabine. Mach du heute länger und ich hol dich nachher mit dem Auto ab, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist lieb von dir, Gabi. Aber vorher gehe ich mich betrinken. Ich will ja nicht in den Knast.
Gabi, hast du gewusst, dass jährlich mehr Menschen durchs Rauchen sterben als durch islamistische Anschläge? Fang nicht wieder damit an, Sabine. Du weißt, ich brauche Zigaretten, um meinen Kaffee genießen zu können. Also ich finde das ja unfair, dass du fürs Rauchen Pause machen darfst. Kannst ja selber anfangen oder geh auf Klo masturbieren wie die anderen hier. So viel wie du rauchst, kann ja nun wirklich keiner masturbieren. Was bist du eigentlich so schlecht gelaunt, Sabine? Ich war beim Arzt, Gabi. Krebs im Endstadium. Was sitzt du da noch hier rum, Sabine? Wolltest du nicht immer mal nach Disneyland oder so? Ich hab doch keine Urlaubstage mehr, Gabi. Schön blöd. Naja, ich bin dann mal eine rauchen, wa? Gabi, ich sterbe. Wer denn nicht, Sabine? Aber ich will mich am Ende nicht darüber ärgern, dass ich mein ganzes Leben mit Arbeit verschwendet habe. Zigarette? Ja, gib her. So ist richtig. Besser spät als nie. Und danach gehen wir schön masturbieren und dann ist auch schon fast wieder Feierabend. Ist das schön, hier im Büro. Hör mit dem scheiß Gesinge auf, Sabine. Ich hab mir ja überlegt, weniger negativ zu sein. Singen, dass alles schön ist, macht dich nicht weniger negativ, das macht dich nur ignorant. Ich bin lieber ignorant als so ein Trauerklops wie du, Gabi. Na gut, Sabine. Hier, das kam heute Morgen rein. Sing das doch mal. Was steht hier? Die schicken uns ins Homeoffice? Genau, Sabine. Ist wohl billiger für die. Die machen den Laden hier dicht. Aber Gabi, dann komme ich ja gar nicht mehr aus dem Haus. Da kann ich mich ja gleich aufhängen. Wäre in meiner kleinen Wohnung die Decke nicht so niedrig, hätte ich mich schon längst aufgehangen. Und was machen wir jetzt, Gabi? Alkohol kaufen, Sabine. Und ich starre auf eine leere Kuchenplatte. Wann krieg ich endlich mal Antworten? Ruhe, Schatz. Ich wollte ja einen machen, aber ich musste länger arbeiten und bin erledigt. Also Dank an die ungarische Bäckerei. Bitte gekaufter Kuchen. Ja, sie haben nur viel Spaß im Ruhestand abgekratzt und schon konnte ich ihn mitnehmen. Phil Bredesen freut sich, dass wir kommen. Hey, Bredesini! Der von der Benzinanzeige ist eben angegangen. Ach, keine Angst, das ist halb so schlimm. Wenn ihr nicht alles bis auf den letzten Cent verzockt hättet. Toll, du bist zwar kein Problem hier, aber du bietest keine Lösung an. Hey, Deacon, ich weiß, dein Date ist auf dem Weg. Könntest du ihn nicht um Tankgeld bitten? Ich will wirklich nicht zu ihm. Hör mal, vielleicht hat er sich geändert. Sag ihm doch einfach, was du empfindest. Und wie verletzt du bist. Ihr könntet vielleicht eine neue Beziehung aufbauen. Sie sagen sich alles, das ist... Sabine hier, hallo? Morgen, Sabine. Na, wie läuft's im Homeoffice? Oh, hallo Gabi. Homeoffice ist eher bescheiden, sag ich mal. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, sagen die in den Nachrichten, dass auf Deutschland Atombomben abgeschossen wurden. Ja, das mit den Atombomben ist mal wieder typisch. Aber was soll man machen? Zum Glück habe ich mir ja einen Atomschutzbunker unter den Schrebergarten gebuddelt. Du hast einen Bunker, Gabi? Warum hast du mir nie davon erzählt? Da hätte ich doch jetzt hinkommen können. Hab ich vergessen, Sabine. Genau wie du vergessen hast, mir das Geld für Janines Geburtstagsgeschenk zu geben. Nennt sich Karma. Tut mir leid mit dem Geld, Gabi. Na, dafür ist jetzt auch zu spät, Sabine. Du, ich höre grad die Sirenen. Ich geh mal runter in den Bunker, ja? Ja, das fängt jetzt wohl an. Meinst wohl er, das hört jetzt auf? Stimmt. Na dann, Sabine. Ciao, wa? Mach's gut, Gabi. Karma. Na, das ist ja noch mal gut gegangen.